Woran erkennt die KI die Hautfarbe des Patienten auf dem Röntgenbild seiner Lunge oder seiner Knochen? KI-Krimi mit Dr. Jaromir Koneczny. Willkommen zur ersten Folge der Videoreihe KI-Krimi der SRH Fernhochschule. In dieser Reihe stellen wir euch die spannendsten Entwicklungen in künstlicher Intelligenz vor, ihre ungelösten Probleme, KI-Krimis. Warum machen wir das? Wir befinden uns mitten in einer technologischen Revolution ohnegleichen. Jeden Tag erfahren wir über neue Errungenschaften der künstlichen Intelligenz und vor allem ihres Bereichs Deep Learning, der tief lernenden künstlichen neuronalen Netze. Was für eine spannende Zeit! Alle wichtigen Links zu der jeweiligen Folge findet ihr in der Beschreibung unter diesem Video. Es wäre grandios, wenn ihr diesen Kanal abonnieren und eure Gedanken zu dem jeweiligen Thema unten in den Kommentaren beitragen könntet. Neugierig, begeisternd, menschlich. Mein Name ist Jaromir Koneczny. Worum geht es in der heutigen Folge? Um Erstaunliches. Wie schafft es ein künstliches Intelligenzmodell, schwarze von weißen Patienten zu unterscheiden? Nein, nicht so, wie ihr denkt, nicht aufgrund ihrer Hautfarbe, sondern nach den Röntgenbildern unserer inneren Organe und Knochen. Unglaublich, aber wahr. Dazu hat eine internationale Forschergruppe vor kurzem eine beeindruckend umfangreiche Studie veröffentlicht. Reading Race, AI Recognizes Patients' Racial Identity in Medical Images. Künstliche Intelligenzmodelle erkennen nur auf medizinischen Bildern unserer Organe, ob das jeweilige Bild von einem Schwarzen, Weißen oder einem Menschen aus Asien stammt. Und das mit einer sehr großen Genauigkeit und quer durch den gesamten Körper. Das muss man sich richtig eingehen lassen. Eine Maschine kann auf dem Computertomographiebild deiner Lunge oder auf dem Röntgenbild deiner Knochen deine Hautfarbe bestimmen. Krass, oder? Hier seht ihr eine Tabelle aus dem Artikel. In der obersten Reihe sind die verschiedenen medizinischen Verfahren aufgelistet, die mit KI-Modellen analysiert wurden. In der untersten Reihe seht ihr die entsprechenden medizinischen Bilder. MXR sind zum Beispiel Röntgenbilder des Brustkorbs, NLST, Computertomographiebilder der Lungen, DHA, Röntgenbilder der Hände und EM-Mammo sind Mammografiebilder der Brust. Nach ihrem Training mit Bildern all dieser medizinischen Verfahren können KI-Modelle der Bilderkennung Patienten mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit in ethnische Gruppen einteilen. Links ist das bildgebende Verfahren, in der Mitte der verarbeitete Datensatz, das heißt die entsprechende Sammlung der medizinischen Bilder. Rechts, wie gut die KI schwarze Patienten erkennt. AUC kann man sich als Erkennungsrate vorstellen. 1 würde eine 100%ige Erkennung ergeben, 0,5 keine Erkennung. Schaut, wie die Werte hoch sind. Auf Röntgenbildern des Brustkorbs der Emory Klinik EMX erkennt die KI nahezu immer einen schwarzen Patienten mit einer Erkennungsrate von 0,99, das sind 99%. Bei der Computertomographie und bei der Mammographie sind die Erkennungsraten etwas kleiner, jedoch immer noch sehr hoch, meist größer als 0,8. Doch auf dem nächsten Bild kommt's noch absurder. KI-Modelle können auch auf ganz verrauschten Bildern wie diesen unten die Hautfarbe unterscheiden. Auf Röntgenbildern mit einer Auflösung von nur 4x4 Pixeln kann ein Radiologe nicht einmal erkennen, dass es sich um Röntgenbilder handelt.
KI-Modelle erkennen darauf dagegen immer noch einigermaßen die Hautfarbe der Patienten, Erkennungsraten über 0,6. Wie gesagt, gibt es erst bei AUC von 0,5 keine Erkennung. Die Erkenntnisse der Studie schockierten teils ihre Forscher. Sie vermuten auch negative Auswirkungen, wenn KI die Hautfarbe auf medizinischen Bildern der inneren Organe erkennt. Mit dieser Befürchtung beschäftigt sich in seinem Blog ausführlich einer der Forscher der Studie, der Radiologe Luke Ogden-Reyna von der Universität in Adelaide. Unter anderem schreibt der Radiologe: Eine Sache, die uns bei der Arbeit an dieser Forschung auffiel, war, dass es in unserem Team eine deutliche Kluft gab. Die klinischen und auf die Sicherheit bedachten Forscher waren schockiert, verwirrt und offen gesagt entsetzt über die Ergebnisse, die wir erhielten. Einige der Informatiker und die jüngeren Forscher hingegen waren von unserer Reaktion überrascht. Sie haben nicht wirklich verstanden, warum wir besorgt waren. Auch bei Twitter gab es eine rege Diskussion, als der Radiologe Luke Ogden-Reyna dort über die Studie twitterte. Bei LinkedIn startete eine solche Diskussion Brandon Rohrer. Was befürchten manche der Forscher, dass passieren könnte, wenn KI unsere Organe aufgrund unserer Hautfarbe klassifiziert? Was könnte hier schieflaufen? Wenn KI schwarze und weiße Patienten nur anhand der Aufnahme ihrer inneren Organe unterscheiden kann, könnte das in der Medizin zu voreingenommenen Entscheidungen führen. Zum Beispiel hier auf dem Röntgenbild sieht ein menschlicher Experte den bösartigen Lungentumor eines 87-jährigen Mannes. Stellen wir uns vor, man trainiert ein KI-Modell, Lungenaufnahmen mit Tumor und ohne Tumor zu unterscheiden. Doch die Maschine lernt stattdessen, Patienten nach ihrer Hautfarbe einzuordnen. Sollte aber ein KI-Modell seine Entscheidungen nach der Hautfarbe treffen, statt nach der Krankheit, würde es kein Arzt merken. Kein noch so guter Lungenspezialist kann auf einem Röntgenbild der Lunge erkennen, ob der Patient schwarz oder weiß ist. Wie soll der Lungenspezialist dann eine solche falsche Klassifizierung der KI korrigieren? In einem solchen Fall könnte der Patient eine Behandlung bekommen, die ein Patient mit seiner Hautfarbe meist bekommt und nicht eine, die sich nach seiner Krankheit richtet. Und das könnte ein Problem darstellen, wie man in einer anderen Studie mit Hilfe von KI zeigte. Schwarze Patienten werden statistisch gesehen schlechter medizinisch versorgt als weiße Patienten. Mit Hilfe von KI haben Forscher von verschiedenen US-amerikanischen Universitäten ermittelt, dass schwarze Patienten mit Arthritis in den USA eine um 40% kleinere Wahrscheinlichkeit haben, ein krankes Knie ersetzt zu bekommen als andere Patienten. Auch arthritische Patienten aus sozial schwachen Schichten sind so benachteiligt. Das ist ein Beispiel dafür, wie künstliche Intelligenz menschliche Voreingenommenheit korrigieren kann. Wenn KI aber Lungen- oder Knochenaufnahmen von Patienten nach ihrer Hautfarbe klassifiziert, statt nach ihrer Krankheit, könnte das zur Benachteiligung führen. Warum ist es aber erstaunlich, dass künstliche Intelligenz schwarze und weiße Menschen so prägnant nur nach ihren Lungen- und Knochenbildern erkennen kann? Die ethnische Zugehörigkeit ist ein soziales Konstrukt und biologisch nicht begründet. Man kann Menschen einigermaßen nach ihrer Hautfarbe in Gruppen einteilen, doch nicht nach ihrer gesamten genetischen Ausstattung und somit nicht nach ihren Lungen- oder Knochenbildern. Dafür gibt es keine genetische Grundlage. Wenn man zwei Menschen aus einer ethnischen Gruppe beliebig auswählt, unterscheiden sie sich genetisch meist mehr voneinander als durchschnittliche Vertreter von zwei verschiedenen ethnischen Gruppen. Selbstverständlich besitzen aber Menschen aus verschiedenen ethnischen Gruppen teils unterschiedliche Gene.
Im Laufe der Evolution passen sich Organismen den Bedingungen ihrer Umwelt an. Meine Gene sind durch die Umweltbedingungen im mährischen Beskiden-Mittelgebirge geprägt, in dem meine Vorfahren Jahrtausende lang gelebt haben. Trotzdem waren in den tschechischen und polnischen Beskiden seit der Steinzeit viele andere Völker unterwegs, die meine Vorfahren und somit mich mit ihren Genen bereichert haben. Kelten, Germanen, Slawen, Tataren, Schweden. Sogar Napoleon ist bei uns durchmarschiert, von allen möglichen Völkern der Sowjetunion gar nicht zu reden. Seitdem passen sich diese Gene während ihrer Evolution ihrer Umgebung an. Das dauert aber. Gene für die schwarze Haut hat man eben von den Vorfahren bekommen, die in Gegenden mit viel Sonne gelebt hatten. Doch auch viele Europäer tragen Genvarianten für dunkle Haut. Der Mensch ist ein Wandergeselle. Das Einzige, was man bei der Menschheit genetisch 100%ig findet, ist die Vielfalt. Das merkt ihr sofort an meinem Akzent. Ich halte auf Deutsch Vorträge, obwohl ich keine deutschen Umlaute aussprechen kann. Kühlflüssigkeitsüberlaufbehälter ist für mich ein Problem. Was unsere Gene angeht, ist aber jeder Mensch in jedes Gebiet auf der Welt zugewandert. Den einzigen Unterschied macht nur der Zwang der jeweiligen Umwelt auf unsere Gene aus. Wenn meine Gene aus dem mährischen Mittelgebirge Beskiden plötzlich auf dem Kilimanjaro landen, müssen sie sich warm anziehen. Das heißt, ihrer Umwelt im weiteren Verlauf der Evolution schneller anpassen, als wenn sie von einem Dorf in den Beskiden ins Nachbarsdorf umziehen. Wenn sie sich nicht anpassen, sterben sie aus und meine Nachkommen mit ihnen. Seit Abertausenden von Jahren mischen wir fröhlich unsere Gene durch und das ist auch gut so. Immer neue Gene bereichern die Genpools auf der ganzen Welt und machen uns gesund, intelligent und anpassungsfähig für neue Umweltbedingungen. Trotzdem dauert es, bis nicht mehr gebrauchte Anpassungen verschwinden. Somit können wir visuell nach der Hautfarbe recht gut schwarze und weiße Menschen unterscheiden, auch wenn sie seit Jahrhunderten im gleichen Land leben. Aber nach ihren Lungen- und Knochenbildern? Naja, etwas unterscheiden sich unsere Organe manchmal schon. Wir wissen, dass es Gene gibt, die das Leben in großen Höhen erlauben, zum Beispiel in Tibet, in 4000 Metern Höhe, wo Sauerstoffmangel herrscht. Solche Gene prägen die Beschaffenheit der Lunge und ihr Volumen. Andenbewohner haben um ein Viertel größeres Lungenvolumen als Menschen, die an der Meeresküste leben. Auch in sehr kalten Gebieten wie in Grönland hat sich die Atmung bzw. Lunge der Umgebung angepasst. Somit gibt es schon demografisch bedingte Unterschiede im Aussehen unserer Lungen. Doch diese Unterschiede ergeben sich durch extreme Bedingungen in kleinen Lokalitäten. Sie ermöglichen keine Unterscheidung unserer Hautfarbe und der zugehörigen Abstammung aus Afrika, Asien oder Europa nach den Bildern unserer inneren Organe und Knochen. Zumindest kann kein Mensch so ethnische Gruppen unterscheiden. Wieso kann das künstliche Intelligenz? Was sieht die Maschine, was wir nicht sehen? Wenn diese Fähigkeit auf irgendwelcher Voreingenommenheit beruht, dem Bias in den verwendeten Daten, muss dieser Bias korrigiert werden. Ein ganz grober Bias wären zum Beispiel Nummerierungsstempel auf bestimmten Bildern. Es kann aber Bias geben, die man nicht sofort sieht, wie eben diesen grünen Stempel auf dem Bild. Der zweite mögliche Grund wäre verblüffend. Was, wenn KI die ethnische Zugehörigkeit tatsächlich nach spezifischen Mustern in unseren Lungen oder Knochen erkennen kann?
Das wäre aber eine Erkenntnis, die auch medizinischen Fortschritt mit sich bringen könnte. Unterschiedliche Behandlung für Patienten aus unterschiedlichen ethnischen Gruppen. Nicht aber, weil manche ethnischen Gruppen benachteiligt werden sollen, sondern weil sie auf eine bestimmte Behandlung besser reagieren und diese ethnisch spezifische Behandlung zu mehr Erfolg führt als eine andere. Es werden ja bereits Medikamente für Menschen mit bestimmten Genen entwickelt. Das Herzmittel Bidil wird bei Patienten mit afrikanischer Abstammung eingesetzt, weil sie häufiger eine bestimmte Genvariante für das Gewebehormon Angiotensin besitzen. Angiotensin reguliert den Blutdruck. Trotzdem empfinde ich es als unwahrscheinlich, dass man unsere inneren Organe unserer Hautfarbe zuordnen kann. Der dritte Grund erscheint mir momentan als der wahrscheinlichste. Was meint ihr? Was könnte dieser dritte Grund sein? Vielleicht lässt sich die KI bei ihrer Bestimmung von Röntgenbildern doch direkt durch unsere Hautfarbe beeinflussen. Auch wenn man denkt, Röntgenstrahlen gehen durch unsere Haut hindurch wie unser Blick durchs Glas. Hier könnte trotzdem die Lösung des Rätsels liegen. Für unsere Hautfarbe ist das Pigment Melanin verantwortlich. Melanin ist ein komplexes organisches Polymer, das Metallatome wie Kupfer und Eisen enthält. Grob gesagt, je mehr Melanin, umso dunkler unsere Haut. Doch auch die Struktur und der Metallinhalt von Melanin unterscheiden sich bei Menschen. Unser Hautton richtet sich nicht nur danach, wie viel Melanin, sondern wie viel von welchem wir haben. Dabei ist schon seit Jahren bekannt, dass Melanin unsere und tierische DNA und Zellen nicht nur vor Sonnen, sondern auch vor Röntgenstrahlen schützt. Da aber Melanin vor Röntgenstrahlen schützt, müsste das Pigment Röntgenstrahlen auch beeinflussen und somit Röntgen- und Computertomographie-Bilder. Servales Sisyphus hatte in seinem Kommentar zum Tweet des Radiologen Luke Ogden-Reyna einen Artikel aus Nature verlinkt, in dem man beschreibt, wie die im Haut- und Gefiederpigment Melanin enthaltenen Metallelemente mit Röntgenstrahlen bestimmt werden konnten. Ich selbst habe einige solche Untersuchungen und Paper gefunden. Melanin kann tatsächlich Röntgenstrahlen beeinflussen. Leider wurde der Einfluss des Melanins auf die KI-Klassifizierung der medizinischen Bilder nach der Hautfarbe in der hier diskutierten Studie nicht untersucht. Dazu schreibt Luke Ogden-Reyna auf Twitter: Wir haben genau diese Möglichkeit mit Medizinphysikern auf mehreren Kontinenten diskutiert. Ihre allgemeine Reaktion war Buh. Dazu muss man sagen, die Studie Reading Grace AI Recognizes Patients' Racial Identity in Medical Images hat schon so viele mögliche Einflüsse untersucht und ausgeschlossen. Ich war im Kontakt mit der Organisatorin und Leiterin der Studie, Judy Gikoya. Sie meinte, man mache weitere neue Untersuchungen. Sicher wird man sich auch einen möglichen Melanin-Einfluss auf die Klassifizierung mit KI ansehen. Auf die neuen Ergebnisse dürfen wir gespannt sein. Aber auch wenn wir herausfinden, wie künstliche Intelligenz die Hautfarbe auf Röntgenbildern bestimmen kann, bleibt uns trotzdem das Problem mit der Kontrolle. Sollte ein KI-Modell Patienten nach ihrer Hautfarbe statt nach ihrer Krankheit klassifizieren, merkt es der Arzt nicht einmal. Warum sehen wir es aber nicht, wenn ein KI-Modell der Bilderkennung etwas anderes lernt, als es lernen sollte? Unsere heutige Wunder-KI sind tief lernende neuronale Netze. In der Bilderkennung werden konvolutionale neuronale Netze eingesetzt. Auf dem Bild seht ihr ein einfaches konvolutionales neuronales Netz mit nur 2 konvolutionalen Schichten. Moderne konvolutionale Modelle haben zig solche Schichten.
In den einzelnen Schichten werden Klassenmerkmale aus den zu verarbeitenden Bildern herausgefiltert, zum Beispiel Merkmale eines bösartigen Tumors. In den voll vernetzten Schichten am Ende des Modells werden diese Merkmale zusammengesetzt und klassifiziert. Ein Tumor oder kein Tumor zum Beispiel. Während des Trainings eines solchen Modells werden die Gewichtungen angepasst, mit deren Hilfe die Merkmale herausgefiltert werden. Je wichtiger ein Merkmal, umso größer die Gewichtungen, die dieses Merkmal herausfiltern. Die Gewichtungen sind somit die Parameter eines neuronalen Modells, die während des Trainings des Modells ständig neu berechnet und geändert werden, bis das Modell nur richtige Antworten auf seine Aufgabe liefert und zum Beispiel einen bösartigen Tumor immer erkennt. Moderne konvolutionale Netze haben bis 60 Millionen und mehr solche Parameter, die während des Trainings des Modells unentwegt neu berechnet werden müssen. Wenn ein solches Modell an 50.000 Bildern trainiert wird, kann man sich vorstellen, was da alles gerechnet wird. Grob gesagt, 60 Millionen Parameter mal 50.000 Bilder entsprechen etwa einer Billion Berechnungen pro Training eines Bilderkennungsmodells. Der Wahnsinn, oder? Wenn ein solches Modell während seines Trainings 1 Billion Mal kleine Zahlen anpasst, wie wollen wir verstehen, wie das Modell lernt? Das ist die Blackbox der neuronalen künstlichen Intelligenz. Wir wissen nicht, wie sie zu ihren Entscheidungen kommt. Zum Glück können wir den Bilderkennungsmodellen bei der Arbeit zugucken. Wie geht das? Zuerst sollten wir überlegen, was sind die Merkmale eines Hundes, einer Katze, eines Elefanten und so weiter, wenn man zum Beispiel Tiere nach ihren Merkmalen unterscheiden will. Wir selbst denken, dass wir einen Elefanten nach seinen gut sichtbaren Merkmalen unterscheiden, nach seinem Rüssel, seinen Stoßzähnen, nach seinen großen Ohren. Das sagt unsere Wahrnehmung. Wir wissen aber mehr, als wir sagen können. Wir nehmen nicht bewusst wahr, dass unser visuelles System sich bei der Bestimmung eines Elefanten zuerst viel winzigere Merkmale erschließt als einen Rüssel und seine großen Ohren. Unser visuelles System verarbeitet in der obersten Neuronenschicht sehr einfache Merkmale und anschließend immer komplexere, je tiefer man ins System taucht. Das entspricht einer hierarchischen Verarbeitung von Merkmalen. Und diese Art der Verarbeitung ahmt man mit konvolutionalen neuronalen Netzen nach. In der ersten konvolutionalen Schicht eines Modells werden auf dem Bild eines Elefanten Striche und Kanten in bestimmten Richtungen erkannt. In der zweiten Schicht werden die Striche zu Kurven und Linien zusammengelegt. In der dritten Schicht diese Linien zu noch komplexeren Gebilden, bis in der letzten Schicht des konvolutionalen Netzes der gesamte Elefant zusammengesetzt wird. In der Ausgabeschicht findet dann die Klassifizierung der Objekte statt, je nachdem, mit welchen Bildern das Modell trainiert wurde. Auf der Distill-Webseite ist die hierarchische Verarbeitung der Merkmale und ihre Visualisierung in den einzelnen konvolutionalen Schichten des Google-Netz wunderbar erklärt. Mit zunehmender Schichttiefe erschließt sich das Modell dabei immer komplexere Merkmale. In der ersten konvolutionellen Schicht werden einfache Merkmale herausgefiltert, wie Kanten in bestimmten Richtungen. Das ist die konvolutionale Schicht Conv 2D0. Je tiefer man ins Modell geht, umso komplexere Merkmale legt das Modell aus den einfachen Merkmalen der vorhergehenden Schichten zusammen. Texturen, Schicht Mixed 3a, Muster, Schicht Mixed 4a, Teile und Objekte, je tiefer man ins Modell geht. Die Distill-Seite kann ich euch wärmstens empfehlen. Man verspürt Glück, wenn man die Artikel dort liest. Auf Distill lernt man viel, das ist wichtig. Wir sind eben lebenslange Lerner, die in einer wunderhübschen Zeit leben, in der man jeden Tag Erstaunliches lernen kann. Was gewinnen wir durch eine solche Visualisierung von Merkmalen?
Durch die Visualisierung der Merkmale sehen wir, was das Modell sieht bzw. lernt. Seht euch auf diesem Bild die Beispiele der Bildersammlung an und in der zweiten Reihe, was die entsprechenden Modellneuronen tatsächlich zu bestimmen lernen. Nicht immer das, was ihr denkt. Baseball oder Ringel, Hundegesichter oder Schnauzen, Wolken oder Flauschmuster, Gebäude oder Himmel. Ohne eine solche Visualisierung der inneren Schichten eines Bilderkennungsmodells wissen wir nicht, welche Merkmale sich das Modell erschließt und welche Objekte es erkennen lernt. Was passiert, wenn auf tausenden Fotos von Elefanten, die das Modell verarbeitet, immer grünes Gras zu sehen ist? Lernt das Modell Elefanten oder Gras zu bestimmen? Berühmt ist eine Klassifizierung, in der ein Bilderkennungsmodell Husky-Hunde als Wölfe erkannte. Das aber nicht, weil das Modell Merkmale von Hunden und Wölfen verwechselte, nein. Die meisten Fotos der Wölfe für das Training der KI waren in mit Schnee bedeckten Landschaften aufgenommen. So lernte das Modell Schnee als Wolf zu klassifizieren. Als dem Modell ein Husky-Foto mit Schnee im Hintergrund vorgesetzt wurde, bestimmte das Modell den Husky als Wolf. Selbstverständlich ist an einer solchen fehlerhaften Klassifizierung nicht das Modell schuld, sondern die nicht ausgewogene Bildersammlung, an der das Modell trainiert wurde. Zu viele Bilder mit Schnee zum Beispiel. Mit der oben gezeigten Visualisierung der Merkmale können wir bei Bilderkennungsmodellen kontrollieren, was sie zu bestimmen gelernt haben. Was sehen wir aber, wenn es um medizinische Bilder geht? Die Merkmale eines Tumors sind nicht so offensichtlich wie Hundeschnauzen. Auf dem linken Bild seht ihr einen bösartigen Tumor auf dem Mammografiebild einer weiblichen Brust. Würdet ihr da den Tumor erkennen, wenn ihr keine Ärzte seid? Und hier ist das Kern des Problems, wenn Modelle an Lungen-Röntgenbildern lernen, die Hautfarbe der Patienten zu unterscheiden. Nach der hier besprochenen Studie kann KI auf medizinischen Bildern ähnliche Merkmale für schwarze Patienten und ähnliche Merkmale für weiße Patienten finden. Diese Merkmale kennen wir aber nicht und können deswegen nicht verhindern, dass KI-Modelle lernen, Hautfarbe statt Krankheiten zu unterscheiden. Und jetzt könnt ihr selbst grübeln. Woran erkennt die KI die Hautfarbe des Patienten auf dem Röntgenbild seiner Lunge oder seiner Knochen? Die hier vorgestellte Studie Reading Race AI Recognizes Patients' Racial Identity in Medical Images schloss durch zusätzliche Untersuchungen etliche Möglichkeiten aus, auf denen die Erkennung einer ethnischen Gruppe basieren könnte, wie Körperbau, Gewebedichte oder die Verteilung von Krankheiten bei verschiedenen ethnischen Gruppen. Außerdem zeigten die Forscher, dass die KI-Modelle die Hautfarbe nicht nur auf bestimmten Regionen der medizinischen Bilder erkennen konnten, sondern auf jedem noch so kleinen Teil der aufgenommenen Organe aller anatomischen Regionen. Wir sind am Schluss dieser Folge. Wie und warum erkennt künstliche Intelligenz also die Hautfarbe auf medizinischen Bildern? 3 mögliche Gründe dafür habe ich diskutiert. Erstens, unerkannte Voreingenommenheit in den verarbeiteten Bildern. Zweitens, wirkliche Muster in menschlichem Gewebe. Oder drittens, doch die Haut und ihr Pigment Melanin. Was meint ihr? Fällt euch noch ein anderer Grund ein? Wenn ihr tiefer in künstliche Intelligenz und Data Science tauchen wollt, begrüßen wir euch gern an der SRH Fernhochschule The Mobile University. Wir bieten Zertifikatskurse und einen Studiengang zur künstlichen Intelligenz und Data Science an. Die Welt ist voller Wunder und die Wissenschaft die Poesie der Realität. Wir sind die Forschungsreisenden von heute, Seefahrer auf Routen durch unerforschte Welten. Denkt dran, das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren, wenn ihr die neuesten Folgen nicht verpassen möchtet.
Bis wir uns beim nächsten spannenden KI-Krimi wiedersehen, wünsche ich euch viel Spaß mit Deep Learning.